George, was ist da los? Warum bist du da so eingemümmelt? Hashtag Furz. Es kann auch mal was entfleuchen, ne? Georg, was zauberst du uns heute? Es gibt Zander mit Bratkartoffeln und Blumenkohl. Bisschen Böhnchen dabei, das war's. Wir sind in Frankreich. E-Mail geht. Licht ist scheiße, aber der Powder ist mega nice heute. Boah, ist das fett? Das war richtig geil. Ich will noch mal. Saunameister Barwin. So, es ist der Tag der Abreise. Heute Abend geht's los in 6 Stunden oder so. Ja, hier sieht es noch aus wie Hulle. Ich zeige das mal kurz. Chaos pur. Hier liegt alles nur rum. Hier kopieren sich noch Daten auf den Laptop in letzter Minute. Nur noch Klamotten packen und dann alles reinstopfen. Mich selbst fertig machen, hier ein bisschen aufräumen und dann geht's los. So, als Abschiedsessen gibt es nochmal Schaschlik. Papa grillt fleißig. Nach einem letzten Essen mit meinen Eltern, danke Mama und Papa, es war mega lecker wie immer, war es für mich nach zweimonatiger intensiver Vorbereitung soweit. Der 16. Februar 2020, der Tag meiner Abreise in die große weite Welt in Begleitung der Fat Lady, meinem 4x4 Sprintervan. So, das sind die ersten Kilometer alleine. Ja, trauriger Abschied. Irgendwie schwerer als gedacht, würde ich sagen. Aber irgendwie fühlt es sich auch nicht so richtig an, als ob ich für lange wegfahre. Es fühlt sich an, als ob ich so für eine Woche oder 2 wegfahre. Aber nicht, also wie so ein normaler Urlaub, aber nicht länger. Bin mal gespannt, wann ich das realisiere, dass ich wirklich für länger weg bin. Jetzt ist mal eine kleine Zwischenstation noch in Paderborn. Ich hole noch ein Obst- und Gemüsenetz ab, was meine Schwester mir gestrickt hat. Und dann geht's weiter, dann hole ich den Georg ab. Ich hoffe, der hat alles gepackt, ist fertig. Und dann geht's los Richtung Frankreich. Er hat sparsam gepackt, du. Mehr ging nicht. Mehr sparsam, meinst du? Ja, mehr sparsam ging nicht. Nein. So, das ist hier Georgs Einzug. Er hat wenig Klamotten mit. Das ist sehr feierlich. Ja. George, was sagst du zu der Fat Lady? Ja, die ist richtig fett, Lady. Die ist ein geiles Biest, ist das. Aber ich bin sie noch nicht gefahren, deswegen kann ich das erst abschließend später sagen. Kannst dich direkt ans Steuer setzen. So. Da muss ich, glaube ich, an die Länge ein bisschen gewöhnen. Ja, und an die Höhe. Es gibt manchmal Hausdächer, weißt du? Ach so. Ich hörte davon. Boah, so eine behinderte Ecke. Die beiden Ladies, die habe ich da zum Beispiel gar nicht gesehen eben. Ding, ding. Ja, Georg, was sagst du zu der Fat Lady? Die ist nice. Die hat einen dicken Arsch, fährt langsam. Aber sonst ist sie gut. So, der erste Tag Vanlife geht zu Ende. Morgen geht's nach dem Frühstück irgendwann weiter. Richtung Genfer See. Am Rhein entlang. Also, gute Nacht. Bis morgen. George, was ist da los? Warum bist du da so eingemümmelt? Hashtag Furz. Was? Furz? Hashtag Furz? Ja, also diese Seiten sieht man irgendwie nie auf den ganzen Vanlife-Videos auf YouTube und Instagram. Ne? Es kann auch mal was entfleuchen. Ne?
Mhm. Das passiert schon mal. Ja. Wir lüften gerade ein bisschen. Einmal passiert das. Und jetzt mal kurz zur Haue. Moin, George. Wie war die erste Nacht im Van? Ja, geht. War okay. Muss man sagen, man muss sich dran gewöhnen. Das stimmt. Und mitten in der Nacht einmal aufstehen zum Pissen, ey. Zum Glück ist es warm, es ist 10 Grad oder so gewesen. Ja. Ich zeig mal unseren Lake View. Ist leider ein bisschen regnerisch und trist draußen, aber ja, eigentlich gar nicht so schlecht, wenn es nicht regnen würde. Aber wir fahren jetzt in die Sonne. Yes. Lass mal losfahren. American Express Black. Ich steig ein in mein Zug und bin high. Bretter übern Kudamm, das ist Schuhmacher-Style. Ich bin Rapper, doch eigentlich wollte ich Fußballer sein. Kein Problem, wenn ich will, kauf ich dein Fußballverein. Warum guckst du mich schief an? Seit wann will dein Hund neben Tigern? Dieser Ivan muss liefern, Para mit Liedern, nicht mehr mit Dealern. Du gehst Wiefern und Shishan, ich krieg Para von Mietern. Auf meine IBAN, Legende wie Zinedine Zidane. Kapital Ipman, yalla mach Bitan. Papi Abi, Mr. Miyagi-Yani. Rede nicht zu viel, bring mal 2 Raki-Jani. Rapper denken, dass sie Geld haben, weil sie einen Pelz tragen. Ihr müsst doch selbst lachen. Kunden rufen an auf Festnetz, roll im S-Benz, zieht das Flex weg, American Express Black. Stopp. Brother, mach kein Hackmack, zieht das Flex weg, American Express. Es ist Zeit für Mittagessen. Georg, was zauberst du uns heute? Es gibt Zander mit Bratkartoffeln und Blumenkohl. Bisschen Böhnchen dabei, das war's. Mhm. Gut. Deine Haare? Oh, der. Die sind auch gut. Die sind besonders gut. Noch weiter unten, wie sind die? Ja, auf dem Weg zum Genfer See. Das Thermometer hat vorhin schon 17 Grad angezeigt. Jetzt haben wir 21. Außentemperatur. Außentemperatur wurde gemerkt. Sonnenbrillen mussten schon raus. Und zur Erinnerung, wir haben den 16. Februar. Ja, und wer es nicht glaubt, ich zeige mal die Temperaturanzeige. Okay, 20,5 zeigt es jetzt an. Vorhin war es 21. Ja, fühlt sich an, als ob wir in den Sommer starten. Das ist echt mega verrückt. Springen wir gleich in den Genfer See. Wird ein bisschen frisch, glaube ich. Meinst du? Ich glaube. Ich wäre dafür, wir springen rein. Ja, that's the real Hashtag, nee, was wollte ich sagen? The real Hashtag Vanlife, Hashtag the real Vanlife, so. Zuerst kommt der Hashtag, nicht mit drin. Erstmal Hashtag, ja. Es gibt auch Stau, tatsächlich. Ja. Und nachts gibt es Fürze und es gibt auch mal schlechtes Wetter, aber heute nicht. Heute ist Porno-Wetter. Kleine Planänderung. Wir fahren nicht zum Genfer See, weil das noch echt weit ist und wir wahrscheinlich erst um 9 oder 10 Uhr ankommen würden. Das ist eine Ecke zu spät. Außerdem haben wir irgendwie Bock auf einen geilen Sonnenuntergang am Wasser. Man sieht schon, es könnte ein geiler Sonnenuntergang werden. Deswegen haben wir uns jetzt eine Stelle am Rhein ausgesucht auf der französischen Seite, die wir in 20 Minuten erreichen werden. Wir können noch vielleicht ein kleines Feuerchen machen, dann machen wir eine Lagerfeuerpizza oder Hack. Komm mir jetzt nicht mit Tofu, das finde ich doof, du. Eins, sag dir jetzt schnell, er ist asexuell. Und ohne Feinhack wird er schnell kriminell. Oh Baby, alles wird auf Hack gemacht. Hack, sag mal guten Tag.
wir brauchen Geräusch. Französische Baguette. Haben wir nicht. Haben wir heute nicht. Übergeht. Übergeht. Wir sind angekommen an unserem heutigen Übernachtungsplatz. Direkt am Rhein. Mit Schiffsverkehr. Ich zeig das mal kurz. Und ja, es ist scheiß T-Shirt-Wetter. Es sind 18 Grad noch. Okay, da schwimmt ein Schwan im Rhein. Guck mal, da sind Schwäne. Geil. George, was gibt's zum Abendessen? Es gibt heute eine Fertigpizza. Vom Grill aber. Vom Lagerfeuer quasi. Genau, vom Lagerfeuer. Die wird in Alufolie gewickelt. Ja, und 4 Minuten von beiden Seiten hat man eine perfekte Pizza. Wenn man gerade keinen Backofen zur Verfügung hat. Ja, und dazu gibt es ein kleines Salätchen. Tag 2 geht zu Ende. Schöne Lagerfeuerromantik gehabt, aber es wurde jetzt doch ein bisschen kühl, als die Sonne weg war. Ist ja auch der 16. Februar, kein Wunder. Dieser Affe da hinten im Hintergrund hat die grandiose Idee, um 2:50 Uhr aufzustehen morgen früh, um weiterzufahren, damit wir morgen früh zum Borden rechtzeitig da sind. Das sind irgendwie 6 Stunden Schlaf oder so. Ich freue mich richtig. Moin. 2:50 Uhr, 17. Februar. Kurze Nacht. Wobei, die Nacht ist noch nicht vorbei. Aber wir fahren jetzt weiter. Jörg und ich haben festgestellt, dass wir, Gut Französisch kann. obwohl wir kein Wort Französisch können, trotzdem es geschafft haben, ein Croissant zu kaufen. Man kommt halt klar, ne? Die letzten Kilometer waren dann doch anstrengender als gedacht. Wir waren beide ziemlich müde. Aber irgendwann haben wir es dann doch geschafft. Die Berge waren in Sicht, man konnte den Schnee sehen und die Vorfreude war riesig, endlich aufs Board zu steigen und loszulegen. Bin schon gespannt, Ja, und ich erst. Ich bin gespannt, wie du boarden kannst. Ach so. Also ob du gestern nur erzählt hast. Ja, ich habe das früher professionell gemacht. Das geht gleich so von der Hand, weißt du? Aber ich muss einmal kurz... Einmal musst du. Ja. Einmal so ein bisschen, ne? Ja, genau. Aber dann geht. Dann geht's. Dann ist wieder wie Profi. Ja, genau. Okay. Auf geht's. Bisschen Ziehweg erstmal und ab geht die Post. Oh, schönste Fauna hier auf der Piste. Einfach nur traumhaft. Also das ist mega.
Für mich ist es der 8. Tag auf einem Snowboard in meinem Leben. Aber mit jedem weiteren Tag steigt der Spaßlevel, die Angst weicht und der Spieltrieb kommt in mir durch. Und das war auch gut so, denn Angst führt beim Snowboarden dazu, dass man das Board verkantet und sich so richtig schön lang macht. Zum Glück waren keine schmerzhaften Stürze dabei diesmal, allerdings hat unser Proviant in meinem Rucksack etwas gelitten. Georg ist da schon deutlich geübter und wartet gerade in den ersten 2 Tagen geduldig auf mich. Danke dir, George, fürs Warten. Am 3. Tag konnte ich dann einigermaßen mithalten. Sicht ist scheiße, aber der Powder ist mega nice heute. This is so nice. Oh Leute, ich wünschte, ihr könntet das miterleben. Zwischendurch haben wir diese richtig coole Eisbar gefunden und haben uns erstmal einen Kakao mit Baileys gegönnt. Und dann war da noch dieser wunderschöne Eispokal, dessen Form meiner Hand so richtig schön geschmeichelt hat. Ich musste ihn einfach anfassen. Wir sind in unserem Airbnb angekommen. Das sieht von außen ziemlich schäbig aus und wir hatten ein bisschen Probleme, das zu finden, schlecht beschrieben. Und auch die Airbnb-Beschreibung war schlecht, aber das Zimmer ist, ja, Porno. Ziemlich gut. Man siehe da, ein echt luxuriöses Zimmer. Es ist nagelneu, also es riecht nagelneu, es ist nagelneu, die Wände haben keinen einzigen Kratzer. Das muss gerade erst fertiggestellt worden sein. Es ist mega schick und groß und warm. Und ja, kann man gut mit leben. Das ist das Badezimmer, ich zeig das mal. Da duscht Georg, das zeige ich nicht. Warte. Alles gut. Ich habe noch deinen langen Dingelingeling gezeigt. Habe ich ein langes Ding? Nee, der ist mickrig. Wir haben Raclette gebucht. Wir wurden gefragt, wann wollen wir denn zu Abend essen? Und dann haben wir gesagt, ja, so 6:30. Und die guckten dann so, 6:30? Ja. Und wir so, ja, nee, wenn es Umstände macht, dann geht auch später. Und wir haben mal gefragt, wann essen die denn so normalerweise? Und dann so, ja, vor 7:30 essen wir nicht, ne? Das sind halt die Franzosen, die essen einen Tick später. Das muss man halt wissen. Deswegen essen wir ein bisschen später. Wir wollten jetzt eigentlich vorher in die Sauna, aber die ist auch noch nicht an. Ja, mal gucken. Genau, Sauna gibt es auch noch, die ist auch ziemlich schick. Also wirklich gut gemacht, das Haus. Ja, erstmal einrichten und dann sehen wir weiter. So, einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Georg. Ich bin heute der Saunameister. Ich habe Ihnen heute Sanddorn mitgebracht und ein bisschen Obst nebenbei zum Naschen. Viel Spaß. Was ist das für ein Obst?
Hallo, hier ist Saunameister Pavel. Ich habe heute für Sie mitgebracht Sanddorn und ein bisschen Obst zum Naschen. Okay? Lassen Sie sich schmecken. Хорошо. Und jetzt mache ich Aufguss. Ich bitte um Ruhe, gequatscht kann draußen werden. Okay? So, ich habe fertig. Bitte sehr, schönen Tag noch. Huiuiuiui. Saunameister Georg macht mich fertig hier. Der macht hier einen Aufguss. Huiuiui. Mit Wedeln. Schneeengel? Das habe ich auf Video. Boah. Schneeballschlacht jetzt. Ey, erstmal zermörsern, ne? So. Nicht mit dem Eisklumpen werfen. Nicht mit dem Eisklumpen. Hier nochmal. Geil. Und da steht der Van. Wie Gott in Frankreich. Ja, das stimmt. Wie Gott in Frankreich. Boah, ist das geil. Das ist übrigens das Haus im Hintergrund. Das ist schon ein nettes Chalet. Vor allem, das sieht von außen zwar nicht so schön aus, sag ich mal. Da ist nur ein bisschen Spielraum, aber innen ist es echt super hergerichtet, muss man mal sagen. Und es ist vor allem, er sieht klein aus, ja. Also das ist ja der Wahnsinn, was dort an Ja. Platz. Also das ist ja. Ich weiß nicht, was die Butze hat. Die hat ja 3 Etagen. Und Also das Wohl. da locker, dieser Raum, der eine, das sind locker 220 Quadratmeter. Ja, ja. Das Wohnzimmer, ja. Dann kommt oben noch bestimmt 150 Quadratmeter Küche und Esszimmer. die Bude hat 600 Quadratmeter, bestimmt. Irgendwann mal kaufe ich mir auch so ein Ding. So, und jetzt setzen wir uns schön vor den Kamin. Geht's besser? Ich weiß es nicht. Lounge-Musik. Zwei kalte Bierchen. Ich glaube, es geht nicht besser. Bonjour. Bonsoir, kann man ja schon fast sagen. Gebiet, lass mal anstoßen. Cheers. Zum Wohl. Zum Wohl.
Hey Piet! Yo! Wie gefällt dir hier? Ist super! Ich friere mir den Arsch ab. Ja, Es ist auch übelst nebelig. hier oben. Unten war irgendwie noch gute Sicht. Ja. Einmal in Schnee gesetzt. Der letzte Tag hat uns einfach perfekte Schneebedingungen geschenkt und wir haben die Chance genutzt und haben es so richtig schön krachen lassen, haben uns aber auch zwischendurch ausgeruht und den Ausblick genossen und die Magie der Berge auf uns wirken lassen. Und zwischendurch haben wir noch einen Freund gefunden, der konnte gar nicht genug kriegen von Schnee, der hat gar nicht mehr aufgehört, ein richtig schöner Hund, hätte ich am liebsten gleich mitgenommen. Ein Schneeengel musste natürlich auch noch sein. Natürlich konnte ich mir die Gelegenheit nicht entgehen lassen, mal die Fat Lady zum Driften zu bringen. Ich finde, es sieht schon richtig witzig aus, so einen dicken Van driften zu sehen. Die dreht ein paar Donuts. Als Abwechslung zum Snowboarden haben wir uns zwischendurch mal wieder als Kind gefühlt und uns auf die Schlitten geschwungen. Es hat richtig Spaß gemacht. Wir haben uns beömmelt von oben bis unten, aber es war auch teilweise echt knifflig und lebensgefährlich, wie ihr gleich sehen werdet. Ey, mach mal! Und hier kommen noch ein paar schöne Momente, die wir auf Video aufzeichnen konnten. So kalt, dass mir die Rotze runterfließt und dann so ein Punkt an meiner Nase wieder gefriert. Und die Hände sind auch todeskalt. Es sind hier minus 17 Grad. Minus 17, okay. Da unten müssen wir gleich ins Tal, da wo die Häuser sind. Und wir fahren wirklich hier steil runter. Ich hoffe, ich überlebe das. Georg, überlebe ich das? Nehmen wir die so lang. Hallo! Ich hab dich wieder gefunden. Einmal übelst verkantet gerade. Aber die Kamera weg. Übermut tut selten gut. Boah, ist das fett? Das war richtig geil. Ich will noch mal. Da oben sind wir runter, ne? Das ist der Oberwahnsinn. So, quasi letzte Abfahrt für mich. Danach muss ich Snowboard abgeben. Georgie fährt noch ein bisschen weiter. Aber wir möchten beide am liebsten gar nicht aufhören. Es ist gerade so mega. Also so einen geilen Schnee unterm Bord hatte ich noch nie. Das macht so Bock, ja auch fast meine Angst verloren. Es ist wenig los auf der Piste. Ein Traum. Ich hätte gerne noch mal.
3 Tage. Aber wir fahren weiter. Neue Abenteuer locken. So, der Tag der Abreise ist angebrochen. Ich mache noch ein letztes Stretching. Georg packt schon Klamotten. Und gleich geht die Reise weiter. Und als Zielort nächsten haben wir uns ausgesucht Marseille. Ungefähr in die Richtung zumindest. An die Küste, da wo es warm ist. Und vor uns liegen 450 Kilometer ungefähr. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, meinen ersten Vlog anzuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr seid beim nächsten Mal dabei. Es geht nämlich weiter in den Süden Frankreichs und Spaniens mit Georg zusammen. Seid gespannt. Und schreibt auch gerne unten in die Kommentare, welchen Saunameister ihr besser fandet. Au revoir.